Ja Leute, was geht? Ich bin's, Rebecca, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Weihnachtsvideo. Aber für mich wird es wahrscheinlich ein sehr unheimliches Weihnachtsvideo. Allein schon deswegen, weil ich dachte, ich werde eine Nacht mit den 7 Elf und den Chefs vom Grinch verbringen. Ja, ihr hört richtig, 7 Stück sind es, um zu sehen, welcher tatsächlich verflucht ist, welche nicht oder vielleicht doch alle, weil viele von euch meinten Becky. Der ein oder andere hat sich bewegt, andere wiederum sagten, alle haben sich bewegt. Deswegen werden wir heute Nacht mal schauen. Das werde ich mich einfach mal trauen. Yay! Also, falls ihr euch so fragt, Becky, die sind doch eigentlich ganz süß. Warum sollten die creepy sein? Dazu gleich mehr. Ich sag's euch, Leute. Auf jeden Fall lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr sehen wollt, was übrigens noch am Freitag, den 13. passiert sind. Einige von euch haben danach gefragt. Wollt ihr wissen, was da noch in der Nacht passiert ist mit dem Grinch? Lasst es mich unbedingt wissen. Dann, ja, werdet ihr das sehen, Leute. Und ich würde sagen, schreibt mir gerne wieder eure Weihnachts-Spooky-Stories in die Kommentare. Habt ihr welche für mich, die irgendwie mal im Dezember oder vielleicht auch im Januar, also Neujahr, passiert sind? Und Leute, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Habt ihr schon eine Ahnung? Also wenn, ist es ja jetzt schon höchste Eisenbahn. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten, ne? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr euch gewünscht habt oder wünscht. Und ja, wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und wir werden jetzt gleich erstmal zusammen auschecken, warum der Elf und der Chef gruselig ist, falls ihr es immer noch nicht wisst. Und ja, dann zeige ich euch die ganzen Elf und der Chefs. Einige sehen so unheimlich aus. Ja, aber was ist genau der Elf und der Chef? Der Elf und der Chef ist halt so ein Elf, der ein Auge auf dich hat während der gesamten Weihnachtszeit über. Und er stattet jedes Mal Bericht beim Weihnachtsmann. Jede Nacht darüber, was du so getan hast. Ob du dich halt artig verhalten hast oder unartig. Das Gruselige ist halt, der beobachtet dich die ganze Zeit. Richtig creepy und er bewegt sich und ist jede Nacht woanders. Aber du darfst ihn nicht anfassen. Normalerweise, ich halte mich nicht dran. Deswegen, bin ich deswegen unartig? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist der Elf oder der Chef deswegen besonders sauer auf mich. Ich finde es auf jeden Fall gruselig, dass er die gesamte Weihnachtszeit dich beobachten soll. Also du fühlst dich dann die ganze Zeit auch beobachtet von dem Ding da. Und ja, das ist schon creepy genug, ne? Jemand meinte von euch so, Becky, auch so beim Grinch, ne? Mit der Überwachungskamera in der Vajana-Puppe. Jemand meinte ernsthaft so, Becky, ist doch gar nicht so gruselig. Er hat doch Fluffy gefüttert und gestreichelt und dir beim Schlafen zugewunken. Excuse me, aber nein, das ist gruselig. Ich meine, ich habe ihn nicht dazu eingeladen, Fluffy zu füttern und zu streicheln. Und ich habe ihn auch nicht in mein Zimmer eingeladen, um mich in der Nacht zu beobachten und mir zuzuwinken, während ich schlafe. Stellt euch einen Elf und eine Chef in eurer Schulklasse vor, im Klassenraum, der euch ganz genau beobachtet, beim Spicken. Ja, der Lehrer hat dann gleich 4 Augen. Gruselig. Nein, aber ihr wisst gar nicht, was ich meine. Man fühlt sich beobachtet von dem Ding. Und ja, das habe ich gleich einfach mal 7. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir treffen uns jetzt gleich vor dem Weihnachtsbaum. Dann wird es ein bisschen weihnachtlicher. Ich hoffe, das freut die Elfen und stimmt die Milde. Und ja, dann sehen wir uns kurz bevor ich schlafen gehen wieder. Und ich werde alle Elfen irgendwie platzieren, dass ihr die hoffentlich sehen könnt. Aber es sind sehr viele. Ich weiß nicht, ob alle Platz finden. Und da bin ich vor meinem Weihnachtsbaum, der zum Glück noch steht. Der Grinch hat ihn nicht geklaut. Und fangen wir mit dem ersten Elf on the Shelf an. Und zwar den dicken Weihnachtself hier. Den Fluffy on the Shelf. Leute, ich habe sie am 12.12. abgeholt. Was für eine tolle Zahl, oder? Und sie ist ein Weihnachtshund. Sie ist einfach ein Weihnachtshund. Macht mal einen Haufen Hunde-Emojis in die Kommentare und lasst mal eine süße Nachricht für Fluffy da. Sie kann zwar nichts verstehen, aber ich werde es ihr ausrichten. Also lasst ein bisschen Liebe da für Fluffy, weil sie ein Weihnachtshund ist. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mit den richtigen Elf und den Chefs an. Fangen wir mit dem Schlimmsten der Schlimmsten an. Leute, okay, ich weiß nicht, ob es der Allerschlimmste ist, aber es ist schlimm genug, dass er verdammt groß ist, Mann. Was ist das für ein riesen Elf on the Shelf, bitte? Guckt ihn euch an. Der ist so riesig. Also ich weiß ja nicht, ne, ob der Grinch da irgendwie was versteckt hat. Aber wo hat er eigentlich seine Hand? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Er ist wie der Grinch. Er kratzt sich da. Hör auf damit. Ja, auf jeden Fall. Wie er so zur Seite kippt. Auf jeden Fall fühlt er sich nicht so leicht an. Er ist auch ziemlich dick. Keine Ahnung, vielleicht ist da was drin. Ich weiß nicht, soll ich danach alle mal aufschneiden? Dann bin ich auf jeden Fall auf der Liste der Bösen. Sowas von. Aber ja, soll ich das machen, Leute? Schreibt mal gerne unten rein, Becky schneidet die Elfs auf. Ja, es könnte sein, dass da auch was drin ist, weil es fühlt sich vor allem hier irgendwie so dick an. Und seht ihr das? Da ist so ein Hubbel. Könnte echt was drin sein. Ist merkwürdig. Wer ist das? Elfie? Es ist ein Mädchenelf, würde ich jetzt mal meinen. Sie sieht ein bisschen aus wie der Große hier, aber ein bisschen anders auch von den Haaren. Seht ihr das? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Mädchen ist. Sehr gruselig ist auch dieser
gar nicht entscheiden, wen ich am gruseligsten finde. Aber der ist komplett schwarz angezogen. Hatten wir nicht schon mal einen schwarz gekleideten Elf? Also der fühlt sich nicht so hart an wie dieser große hier. Aber ich glaube, das ist auch ein Mädchenelf, oder? Weil schaut euch die beiden mal an. Sind die sich nicht ziemlich ähnlich? Seit wann gibt es ein Grinch-Elf on the Shelf? Das ist doch nicht mehr normal, oder? Guckt euch den mal an, wie gruselig der aussieht. Und dann sagt mal bitte, der ist süß. Der guckt richtig böse. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es so einen gibt. Sehr creepy. Dann haben wir den Standard-Elf on the Shelf. Das ist der, den jeder, glaube ich, von uns kennt. Weil den finde ich richtig unheimlich, weil guckt mal seine Augen an. Ich weiß nicht. Ich traue ihm einfach nicht. Die einen finden ihn süß, die anderen unheimlich. Ich finde ihn einfach creepy. Weil guck mal ihre Augen zum Beispiel an. Seine sehen so richtig sneaky aus. Keine Ahnung. Aber der fühlt sich auch nicht so leicht an. Guck doch seine Beine. Die sind so eingewickelt. Und welche Elf on the Shelves mir der Grinch einfach mal dagelassen hat und welche ich noch nie zuvor gesehen habe, sind diese hier. Wie gruselig sehen die hier bitte aus? Yeah! Und die finde ich besonders schlimm, Leute. Und bei ihm ist die Weihnachtsmütze abgefallen. Und guck mal, was ich entdeckt habe. Der hat einfach mal keine Haare mehr. Der Typ hat einfach mal eine Glatze. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber Leute, ich konnte nicht anders. Guckt es euch einfach mal an. Ich frage mich, ob sie jetzt auch eine Glatze hat. Ist leider zu gut dran gemacht. Vielleicht haben die beide eine Glatze. Wer weiß, aber ja, guckt mal bitte sein Gesicht an. Ich finde das so richtig gruselig. Sind seine Augen irgendwie schief? Das fällt mir jetzt gerade auf. Und seine Backen sind auch schief. Das eine geht nach oben, das andere nach unten. Oh mein Gott, den finde ich irgendwie echt schlimm. Ich weiß nicht, ich finde jeden Elf on the Shelf auf seine Art schlimm. Und ja, das ist seine Freundin oder so, keine Ahnung. Die ist aber nicht so schief, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber sie hat auf jeden Fall noch ein Kleid und die fühlen sich echt schwer an. Also, die sind auch hier unten so richtig breit. Da könnte vielleicht auch was drin sein. Meint ihr, sind Kameras drin? Ich habe ja auch das Gefühl, der Grinch wollte mir nur Angst machen mit seiner Kamera in der Vajana-Puppe, weil ich hatte das Gefühl, der hat das schon vorher aufgenommen und einfach da reingetan. Keine Ahnung, findet ihr nicht auch? Weil ich habe jetzt kein Loch entdeckt bei der Vajana-Puppe, wodurch diese Kameralinse mich hätte filmen können. Also wahrscheinlich hat er das schon vorher gemacht und ganz viele von euch haben mir auch geschrieben, wo drin schon mal so eine eckige Kamera waren. Einige meinten auch beim Game Master. Meint ihr, die beiden haben irgendwas miteinander zu tun? Habt ihr irgendwelche Theorien, Leute? Auf jeden Fall meinten ganz viele von euch, alles steht Kopf. Da waren ja auch solche drin. Und da wurde ich ja auch schon aufgenommen, Leute. Und ich glaube, das war der Grinch. Da schon. Ich glaube, der hat was mega Großes geplant an Heiligabend. Davor habe ich echt Angst. Ich dachte ja schon, der Freitag der 13. wird gruselig. Und er war gruselig, Leute. Ihr wisst nicht, was da noch passiert ist halt. Aber Heiligabend wird, glaube ich, ganz schlimm. Und wir müssen vorbereitet sein. Und da bin ich wieder. Ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Ist schon echt spät geworden. Ich muss mich noch abschminken, Leute. Aber ich habe mich schon mal in mein Pyjama geworfen. Jetzt werde ich mal gucken, wo ich die alle hinstelle. Und meine schönen Weihnachtskissen müssen weichen. Leider. Ich habe jetzt alle hingestellt, alle Elfen, sodass ihr sie, hoffe ich, ja im Auge haben könnt, wenn ich schlafe, Leute. Einen werde ich direkt an der Kamera hinstellen, weil ansonsten habe ich echt Angst, dass ich da irgendwie in der Nacht dagegen komme und dann, ja, bewegt sich das dadurch oder so und dann kann man das gar nicht erkennen. Deswegen, ja, eine wird bei der Kamera, die ich aufstellen werde, hingestellt und der Rest hat überall hier seinen Platz gefunden. Hier ist dieser dunkel gekleidete Elf, hier ist der Grinch-Elf on the Shelf, hier unten dieses Mädchen-Elf, hier oben ist der große und dieser spooky, creepy Elf on the Shelf. Und der andere Weirde ist direkt hier drauf und seine Freundin kommt bei der Kamera hin. Das Licht werde ich anlassen, sodass ihr die ganzen Elfen sehen könnt. Und ja, ich werde mich jetzt abschminken und wir sehen uns dann, wenn ich schlafen gehe. Also bitte achtet auf all die Elfen, okay?
Leute, wir haben es den nächsten Morgen und wisst ihr, was ich jetzt hier gesehen habe? Das hier. Der hatte das vorher nicht in der